Wrath of Earth, der Zorn der Erde. Ja, und Zorn hatte tatsächlich jede Menge bei dem Spiel. Wrath of Earth ist ein Science-Fiction First-Person-Shooter, der 1995 für DOS erschien. Entwickelt wurde der von Addix Software. Fangen wir doch mal mit der Story an. Die dreht sich um den roten Planeten her, Termadax. Auf Termadax befindet sich die Bergbaukolonie Aragon, die dummerweise Opfer von einer Alien-Invasion wird. Die Bewohner von Termadax schicken dann ein Notfallsignal an die Erde, woraufhin die Erde Kommandant Crixon losschickt, damit er mal schaut, was da eigentlich auf Termadax vor sich geht. Da das Notfallsignal 5 Jahre gebraucht hat, bis es auf der Erde ankam, benutzt unser Held natürlich jetzt Portaltechnologie. Weil wenn der jetzt nochmal 5 Jahre braucht, dann ist niemand mehr da, den der retten kann. Irgendwie quält mich trotzdem die Frage, warum sind die nicht einfach selber mit dem Shuttle zur Erde geflogen? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, die Alien-Invasion war so enorm, dass sie keine Chance hatte zu entkommen. Wenn man dann im Hauptmenü angekommen ist, dann ist die erste Entscheidung, die man treffen muss, ob man als männlich oder weiblich spielen möchte. Da ich selber nur die männliche Variante durchgespielt habe, kann ich nicht sagen, ob es im Spiel selber einen Unterschied gibt, wenn man dann die weibliche Variante spielt. Dann geht es an den Schwierigkeitsgrad. Der besteht aus 3 Stück: Easy, Standard, Difficult. An und für sich nichts Besonderes, hat jedes Spiel. Aber hier ist es so, dass Standard schon unglaublich schwer ist. Und genau das ist auch der Grund, warum mir dieses Spiel so viel Zorn gemacht hat. Bevor man dann zu seiner ersten Mission antreten kann, auf der Oberfläche von Termadax, gibt es ein kurzes Briefing zu dem Level. Das gibt die äußerst nette Dame unten rechts im Eck. Und was ihr hier seht, das ist das erste Level. Also im Ganzen. Weil es gibt 4 große Levels und jedes dieser Levels ist unterteilt in kleinere Levels. Insgesamt gibt es davon 12 und jedes Unterlevel hat eine Spielzeit von einer halben Stunde bis zu einer Stunde. Die Levels sind recht unterschiedlich. Man beginnt eben auf der Oberfläche von Termadax und der erinnert ganz stark an der Mars. Mit Innenlevels geizt das Spiel bereits von Anfang an nicht. Es verschlägt uns in die Mine von Termadax. Dort treffen wir dann irgendwann die erste Überlebende, denen man aber eindeutig ansieht, dass sie 5 Jahre gewartet haben. Ich meine, seht ihn euch an, der ist komplett gezeichnet von der Wartezeit. Man ist aber nicht nur auf der Oberfläche und in der Mine von Termadax unterwegs, sondern es gibt noch andere Planeten zu sehen. Planete wie diesen hier, der komplett von Eis bedeckt ist. Auch ein Dschungelplanet hat das Spiel zu bieten. Später durch eine große Pyramide, in der man sich wie in einem Dungeon fühlt. Man befindet sich auf einem Raumschiff, kämpft sich durch eine Fabrik, um dann im letzten Level in der Hauptbasis der Aliens das Finale anzutreten. Neben Story und Levels ist aber auf jeden Fall nur zu erwähnen, dass unser Held mit dem Exoskelett daherkommt, das ganz viel Technik bietet. Von Anfang an ist man im Besitz von alle Waffen. Man kann aber allerdings nicht alle Waffen von Anfang an benutzen, da manche Waffen andere Munitionstypen verwenden, wie Plasma oder Rakete. Manche von den Waffen habe ich allerdings überhaupt nicht genutzt, wie zum Beispiel diesen Multiple Smart Warhead. Diese Waffe ist für mich reine Munitionsverschwendung. Der verschießt 4 Raketen auf einmal und in manchen Levels ist Munition so schwer zu finden. Das gleiche gilt für die Ionic Particle Gun. Das ist vom Grundprinzip her das gleiche wie die Rapid Ionic Particle Gun, nur schießt sie langsamer, macht aber den gleichen Schaden. Habe ich, glaube nicht einmal wirklich benutzt. Keine Ahnung, wer sie brauchen kann. Ich konnte sie auf jeden Fall nicht brauchen.
Es gibt dieses kleine Inventar, das ist für Schlüsselkarte, für Bombe, für Artefakte, Sachen, die man eben aufheben und später wieder ablegen muss. Und man muss aber sehr aufpassen, was man eventuell ablegt, weil es auch Dinge gibt, die man später noch einmal braucht. Es gibt noch diese Übersicht von den einzelnen Funktionen, was der Anzug zu bieten hat. Das ist aber, glaube ich, mehr Spielerei, als wie dass man das wirklich braucht. Es gibt noch eine große Map, die gibt es auch als kleine Automap. Und es gibt die Infrarotsicht. Die braucht man tatsächlich im ein oder anderen Level, weil man dadurch Wege sichtbar machen kann und auch unsichtbare Gegner sichtbar machen kann. Was ich am Anfang echt null verstanden habe, das war diese HUD hier unten. Wobei sie ganz einfach ist. Das hier ist die Anzeige für Munition für Plasma und Rakete. Hier ist die Anzeige für Temperatur. Das wird wichtig in dem Eislevel. Oder es gibt unter anderem auch noch ein Level mit Lava. Der dritte Balken ist für die Strahlung, weil es dann so Sachen gibt wie Fässer mit radioaktiver Flüssigkeit. Und die hier ist für unsere Energiewaffe. Wenn wir die benutzen, dann geht diese Anzeige runter. Unsere Anzeige für Schild und unsere Anzeige für die Lebensenergie. Man kann sein Schild aber wieder ganz schnell auffüllen durch solche Energiepacks hier. Für die Lebensenergie gibt es dann ganz normale Medipacks. Leider habe ich erst relativ spät im Spiel festgestellt, dass wenn man sich im Außenbereich befindet, sich sein Schild und die Lebensenergie wieder von ganz alleine regeneriert. Es liegt daran, weil das Exoskelett über die Fähigkeit verfügt, an Lichtquelle sich wieder aufzufüllen. Also mein persönliches Fazit zu dem Spiel ist, dass es kein schlechtes Spiel ist. Es ist aber auch kein Spiel, das ich jetzt zweimal durchspielen möchte. Das liegt aber wirklich daran, weil das halt stelleweise so unfair schwer ist. Manche Levels sind so verwinkelt, du kämpfst mit Gegnern vor dir und plötzlich tauchen Gegner hinter dir auf und du bist tot. In Inner-Levels ist es so schwer, weil sich dein Anzug eben nicht mehr von alleine aufladen kann, weil die Lichtquelle fehlt. Und durch die Masse an Gegner geht dir irgendwann die Energie zu Ende. Und dann stehst du da und denkst dir, wie in jedem Spiel wären die Gegner natürlich permanent schwerer. Aber hier gibt es schon den einen oder anderen ganz üble Kamerad. Ich erinnere mich zum Beispiel an die unsichtbare Gegner, die man eben nur mit Infrarot sehen kann. Am Anfang dachte ich, das wäre ein Fehler vom Spiel, bis ich dann irgendwann checkt habe, nein, die sind wirklich unsichtbar. Die Länge von den Levels hat jetzt auch nicht unbedingt dazu beigetragen, dass ich dieses Spiel gerne nochmal ein zweites Mal durchspielen möchte. Aber wie bereits erwähnt, ginge die bis zu einer Stunde und gepaart mit der Schwierigkeit und dass ich gefühlt 10.000 Mal verreckt bin, gab es echt Abende, wo ich mich richtig dazu zwingen musste, mehr an der PC hinzusetzen. Besonders schwer war es, wenn man in einer Mission steckte, bei der man irgendeinen Gegenstand finden musste, um weiterzukommen, den man aber in den riesigen Level einfach nicht finden konnte. Wundervoll. Da wäre allerdings eine Sache, die ich bis jetzt noch nicht verstanden habe, nämlich wie die ganze Planete und Monde heißen. Der rote Planet müsste Thermadax sein. Der Dschungelplanet sollte Aragorn sein. Die Bergbaukolonie heißt auch Aragorn. Und der Eisplanet ist wohl der Mond von Aragorn. Vielleicht weiß einer von euch da, wie das genau ist mit all den Planeten und Monde. Abschließend würde ich sagen, es ist schade, dass dieses Spiel nicht mehr Anklang gefunden hat. Denn soweit ich weiß, ist es untergegangen zwischen all den anderen Spielen. Ich bin mir aber sicher, dass mit dem Spiel viele Leute ihren Spaß gehabt hätten. Das war dann jetzt mal das erste Review von mir. Falls es euch gefallen hat, dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen oder sogar ein Abo. Da würde ich mich natürlich sehr drüber freuen. Ich bin dann auf jeden Fall mal weg. Vorerst. Also,
Passt auf euch auf. Ciao. Thanks for rescuing me. I will make my way back to the other colonists. See you there.